Hallo meine Freunde. Mein Name ist Robi. Ich bin Mutter. Das hier ist mein Mann Thomas. Wir haben 2 Kinder. Anna und Peter. Heute ist Sonntag, ein besonderer Familientag. Unser Sonntag ist voller kleiner Abenteuer. Zuerst gehen wir in den Park. Später besuchen wir das Einkaufszentrum, essen zu Mittag und schauen sogar einen Film. Am Ende des Tages kommen wir nach Hause zurück, essen Abendbrot und ruhen uns gemeinsam aus. Ja, aber lasst uns nicht zu schnell sein. Fangen wir von vorne an, mit dem Morgen. Der Sonntagmorgen beginnt mit sanftem Licht. Unsere Kinder, Anna und Peter, schlafen noch. Sie sehen so ruhig aus, aber der Tag wartet schon. Wir ziehen die Vorhänge auf. Helles Sonnenlicht erfüllt den Raum. Eine helle Sonne. Ja, eine helle, wunderschöne Sonne. Zeit, sie aufzuwecken. Wir berühren ihre Schultern und flüstern, Guten Morgen. Sie bewegen sich langsam, noch ganz verschlafen, aber bald setzen sie sich auf. Der Sonntag hat begonnen. Zähneputzen ist immer der erste Schritt. Bürste, Bürste, Bürste. Kleine Gesichter im Spiegel. Weiße Schaumblasen um ihre Münder. Blasen. Ja, weiße Blasen, gesunde Zähne, frischer Atem. Jeden Tag, jeden Morgen. Und wenn sie fertig sind, lächeln wir und klatschen leise. Gut gemacht. Sehr schön, sagen wir. Das Frühstück ist einfach. Toast mit Erdbeermarmelade für Anna. Müsli mit kalter Milch für Peter. Wir essen langsam zusammen. Glücklich. Familienfrühstück. Warm und ruhig. Anna zieht ihre Jacke an. Kleine Arme, helles Lächeln. Peter kämpft mit den Schnürsenkellen. Lange Schnürsenkel. Immer ein kleines Problem. Schnürsenkel, ja. Lange Schnürsenkel. Ich helfe Anna. Thomas hilft Peter. Und bald sind wir fertig. Bereit, hinauszugehen. Auf dem Weg sehen wir Blumen. Gelbe Blumen am Zaun. Wunderschöne Blumen. Ein großer brauner Hund läuft über die Straße. Die Kinder zeigen auf ihn. Ihre Augen sind weit geöffnet. Hund. Ja, ein großer Hund. Lauf, lauf, lauf. Der Hund rennt schnell. Vögel singen in den Bäumen. Die Straße ist ruhig. Anna liebt die Schaukel. Sie schwingt hin und her. Ihr Haar flattert im Wind. Peter klettert die Treppe zur Rutsche hinauf. Er geht hinauf und dann wieder hinunter. Immer wieder. Kleine Vögel picken Brotkrumen auf dem Boden. Das Leben im Park ist einfach. Wir sitzen nebeneinander auf einer Bank. Eine Tasse Tee in meinen Händen. Ein sanfter Wind, eine warme Sonne. Die Kinder sind glücklich. Und wenn sie glücklich sind, sind wir es auch. Ich liebe Sonntage. Ja, Sonntage sind die besten. Nach dem Park steigen wir ins Auto. Anna und Peter sitzen hinten. Einen Moment lang sind sie still, dann lächeln sie, als die Musik beginnt. Leise Musik. Ja, ein fröhliches Lied. Die Straße ist ruhig. Der Himmel ist blau. Ich sage, heute ist unser Familientag. Und ein Familientag fühlt sich besonders an. Wir fahren zusammen, alle 4, Seite an Seite. Das Einkaufszentrum ist hell und voller Leben. Lichter leuchten. Geschäfte sind geöffnet. Überall gehen Menschen vorbei. Die Kinder schauen sich um, mit großen Augen. Aber zuerst denken wir ans Essen. Es ist fast Mittag. Wir gehen die Treppe hinauf zum Food Court. Der Food Court bietet so viele Möglichkeiten. Pizza, Burger, Nudeln.
Aber wir wollen etwas Einfaches, etwas Gesundes. Reis mit Gemüse, Hähnchen mit Suppe. Ja, gesundes Essen. Nicht zu schwer, nicht zu süß. Genau richtig fürs Mittagessen. Ich lege Anna Reis auf den Teller. Weißer Reis, warm und weich. Ich gebe Peter etwas Suppe. Heiße Suppe, sanfter Dampf. Der Geruch ist angenehm. Der Geschmack ist schlicht und gut. Ich nehme einen Schluck Suppe. Warm und frisch. Wir essen langsam. Wir reden ein wenig. Gesundes Essen macht einen starken Körper. Ich sage es, und ich wiederhole es. Ja, starker Körper, gesunde Familie. Wir trinken Wasser, keine Limonade. Klares, frisches Wasser. Eine einfache, aber gute Entscheidung. Nach dem Essen gehen wir durch die Läden. Buchgeschäfte, Kleidung, Spielzeug. Die Kinder schauen mit neugierigen Augen. Wir sagen ihnen, schaut mit den Augen. Sie lächeln und nicken. Manchmal reicht es, nur zu schauen. Im Buchladen bleibt Anna stehen. Sie schaut sich die Bilderbücher an. Leuchtende Farben, große Tiere. Peter entdeckt ein Spielzeugauto. Er nimmt es in die Hand, betrachtet es und stellt es dann wieder zurück. Wir kaufen nicht viel, doch die Freude am Schauen, die Freude am gemeinsamen Erleben, sie genügt. Jetzt ist es Zeit für den Film. Ein Familienfilm. Sicher und lustig. Wir kaufen die Eintrittskarten. Wir stehen in der Schlange. Viele Familien warten ebenfalls. Die Filmplakate sind groß und bunt. Die Kinder schauen zu ihnen hinauf. Film? Ja, Film, flüstere ich. Ihre Gesichter hellen sich auf. Natürlich kaufen wir Popcorn. Warmes Popcorn, knusprig und salzig. Der Duft von Popcorn liegt überall in der Luft. Die Kinder halten ihre kleinen Schachteln fest. Ich halte einen Becher Wasser. Wir gehen in den dunklen Saal. Die große Leinwand leuchtet. Musik beginnt zu spielen. Bilder bewegen sich. Die Geschichte fängt an. Anna lehnt sich in ihren Sitz zurück, die Augen weit offen. Peter hält sein Popcorn ganz fest. Manchmal schaue ich mehr zu ihnen als zum Film. Ihre Lächeln strahlen, ihre Augen leuchten. Der Raum ist erfüllt von Lachen, leisen Stimmen und dem Klang des Films. Wir sitzen beieinander. Keine Worte nötig. Nur Familie, nur Freude. 2 Stunden später geht das Licht wieder an. Wir stehen auf und gehen hinaus. Die Kinder lächeln. Sie sehen glücklich aus. Aufgeregt, fröhlich, zufrieden. Ja, ein guter Film lässt uns lachen, lässt uns träumen. Anna zeigt noch einmal auf das Filmplakat. Peter hält meine Hand. Sie sagen nicht viel, doch ihre Augen erzählen Geschichten. Für uns. Und das genügt. Der Abend kommt. Das Haus ist still. Ich schneide Äpfel, Bananen, weiches Brot. Ich gieße warme Milch in 2 kleine Tassen. Ein einfaches Essen, ein leichtes Essen. Anna, Peter, kommt her. Rufe ich leise. Kleine Füße laufen zum Tisch. Sie setzen sich still hin. Die Äpfel sind süß. Die Bananen sind weich. Das Brot mit Butter zergeht im Mund. Sie essen langsam. Sie trinken Milch. Warme Milch, sanfte Milch. Die Zwischenmahlzeit ist kurz, aber glücklich. Nach dem Essen sitzen wir auf dem Teppich. Die Kinder spielen. Bausteine werden aufgestapelt, Türme wachsen und fallen wieder. Eine Puppe fährt in einem Spielzeugauto. Lachen erfüllt das Zimmer. Wir lächeln. Wir schauen zu.
Der Abend ist weich und ruhig. Dann sagen wir, aufräumen, aufräumen. Kleine Hände greifen nach den Spielsachen. Langsam, vorsichtig, Stück für Stück wandern die Bausteine in die Kiste. Die Puppen kommen ins Regal. Die Autos stehen in einer Reihe. Der Boden ist wieder frei. Ein aufgeräumtes Zimmer, ein stilles Zimmer. Die Vorlesezeit beginnt. Ich öffne ein Buch mit Farben und Tieren. Wir sitzen eng beieinander auf dem Bett. Die Kinder liegen unter den Decken. Ich lese langsam. Seite für Seite, Wort für Wort. Kleine Augen folgen den Bildern. Sie blinzeln müde. Die Katze schläft. Der Hund schläft, lese ich. Und bald schließen auch unsere Kinder ihre Augen. Ich ziehe die Decke über ihre Schultern. Ich küsse ihre Stirn. Ich flüstere, Gute Nacht. Gute Nacht bedeutet Liebe. Gute Nacht bedeutet Frieden. Die Kinder atmen ruhig. Sie schlafen. Wir sitzen nebeneinander. Der Tag ist zu Ende. Von morgens bis abends waren wir mit ihnen. Park, Mittagessen, Kino, Abend zu Hause. Ein voller Tag, ein Familientag, ein Sonntag zum Erinnern. Hallo zusammen, mein Name ist Sarah. Heute erzähle ich euch von meinem Tagesablauf. Ich werde langsam und deutlich sprechen, damit ihr mich gut verstehen könnt. Ihr werdet nützliche Wörter und Ausdrücke für den Alltag lernen. Seid ihr bereit? Los geht's! Ich wache meistens um 7 Uhr morgens auf. Mein Wecker klingelt, und ich schalte ihn aus. Manchmal möchte ich noch ein bisschen weiter schlafen, aber ich muss aufstehen. Ich setze mich für 1 Minute auf mein Bett und strecke meine Arme aus. Dann stehe ich auf und gehe ins Badezimmer. Im Badezimmer putze ich mir die Zähne. Ich wasche mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Das hilft mir, richtig wach zu werden. Ich schaue in den Spiegel und lächle. Manchmal dusche ich, wenn ich genug Zeit habe. Danach gehe ich in die Küche und mache mir Frühstück. Ich esse meistens Toast mit Butter und Eiern. Manchmal esse ich auch Müsli oder Obst. Ich trinke immer eine heiße Tasse Tee. Am Morgen trinke ich gern grünen Tee. Er hilft mir, ruhig und bereit für den Tag zu sein. Während ich esse, höre ich Musik oder schaue auf mein Handy. Ich lese Nachrichten oder sehe nach, wie das Wetter wird. Nach dem Frühstück gehe ich zurück in mein Zimmer. Ich wähle aus, was ich anziehe. Meistens trage ich Jeans und ein einfaches T-Shirt. Wenn es kalt ist, ziehe ich auch einen Pullover an. Dann bürste ich mir die Haare und mache mich fertig. Ich überprüfe meine Tasche. Habe ich mein Handy, meine Schlüssel und mein Portemonnaie? Wenn ja, ziehe ich meine Schuhe an und verlasse das Haus. Jetzt bin ich bereit, meinen Tag zu beginnen. Nachdem ich das Haus verlassen habe, gehe ich zur Bushaltestelle. Die Bushaltestelle ist in der Nähe meiner Wohnung, nur 5 Minuten zu Fuß. Dort sehe ich andere Leute, die auch warten. Alle wollen zur Arbeit oder zur Schule. Ich fahre meistens mit dem Bus zur Arbeit. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Der Bus ist manchmal voll, aber ich finde meistens einen Sitzplatz. Ich setze mich ans Fenster und schaue auf die Stadt hinaus. Manchmal höre ich Musik oder einen Podcast. Manchmal schaue ich auf mein Handy oder entspanne einfach. Wenn ich bei der Arbeit ankomme, gehe ich ins Bürogebäude. Ich sage dem Sicherheitsmann Guten Morgen und nehme den Aufzug in den 3. Stock. Dort ist mein Büro. Ich beginne um 9 Uhr zu arbeiten. Ich arbeite in einem kleinen Büro mit netten Kolleginnen und Kollegen. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und schalte meinen Computer ein.
Zuerst lese ich meine E-Mails, dann sehe ich mir meinen Tagesplan an. Meine Arbeit ist manchmal stressig, aber ich mag sie sehr. Ich schreibe Berichte, sende E-Mails und spreche mit Kunden. Außerdem habe ich kurze Besprechungen mit meinen Kollegen. Wir arbeiten zusammen und helfen uns gegenseitig. Am Vormittag arbeite ich ein paar Stunden. Um 12:30 mache ich Mittagspause. Ich gehe in die Küche oder in den Pausenraum. Oft bringe ich mein Mittagessen von zu Hause mit. Ich esse gern Sandwiches, Obst oder Reis mit Gemüse. Manchmal gehe ich auch nach draußen und kaufe mir etwas Kleines, zum Beispiel einen Salat oder ein Sandwich. Ich esse mit meinen Kollegen. Wir sprechen über das Wetter, Filme oder unsere Wochenendpläne. Das ist eine schöne Zeit, um sich zu entspannen und ein bisschen zu lachen. Nach dem Mittagessen fühle ich mich besser und konzentrierter. Ich trinke Wasser oder eine Tasse Tee. Dann gehe ich zurück an meinen Schreibtisch und arbeite weiter. Ich höre um 5 Uhr am Abend auf zu arbeiten. Ich schalte meinen Computer aus, packe meine Tasche und verabschiede mich von meinen Kollegen. Ich fühle mich müde, aber auch zufrieden, dass ich meinen Arbeitstag geschafft habe. Ich nehme den Aufzug nach unten und verlasse das Bürogebäude. Draußen ist die Stadt etwas ruhiger. Ich gehe zur Bushaltestelle und warte auf meinen Bus. Die Busfahrt nach Hause dauert etwa 20 Minuten. Unterwegs schaue ich manchmal aus dem Fenster und denke über meinen Tag nach. Manchmal höre ich Musik oder schließe einfach die Augen und ruhe mich aus. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich meine Schuhe aus und hänge meine Tasche an den Haken neben der Tür. Dann ziehe ich bequeme Kleidung an. Meistens eine Jogginghose und einen weichen Hoodie. Ich fühle mich viel entspannter, wenn ich meine gemütlichen Sachen anhabe. Ich gehe ins Wohnzimmer und setze mich auf das Sofa. Ich ruhe mich eine Weile aus, vielleicht 10 oder 15 Minuten. Ich strecke meine Beine aus, atme tief ein und genieße die Ruhe. Manchmal schalte ich den Fernseher ein und schaue eine kurze Sendung. Ein anderes Mal lese ich ein paar Seiten in einem Buch. Wenn ich müde bin, sitze ich einfach still da. Gegen 7 Uhr gehe ich in die Küche und beginne, das Abendessen zuzubereiten. Ich koche meistens etwas Einfaches, zum Beispiel Nudeln mit Soße, Reis mit Gemüse oder einen Salat mit Brot. Während ich koche, höre ich gern leise Musik. Kochen hilft mir, ruhig zu werden. Wenn das Essen fertig ist, setze ich mich an den Tisch und esse langsam. Ich schaue nicht auf mein Handy. Ich versuche, das Essen und den Moment zu genießen. Nachdem ich fertig bin, spüle ich das Geschirr und putze die Küche. Ich mag es, wenn alles ordentlich ist. Das hilft mir, mich zu entspannen. Nach dem Abendessen habe ich etwas Freizeit. Manchmal schaue ich einen Film oder eine Serie. Manchmal rufe ich einen Freund an oder spreche mit meiner Familie. An anderen Abenden schreibe ich in mein Tagebuch oder höre einfach Musik. Meine Abende sind ruhig und schlicht. Ich mag es, nach einem langen Tag Zeit für mich selbst zu haben. Es ist meine Zeit, um mich auszuruhen, nachzudenken und die kleinen Dinge zu genießen. Gegen 9:30 oder 10 Uhr beginne ich, mich fürs Bett fertig zu machen. Zuerst gehe ich ins Badezimmer. Ich putze mir langsam und sorgfältig die Zähne. Dann wasche ich mir das Gesicht mit warmem Wasser. Das fühlt sich nach einem langen Tag richtig angenehm an. Manchmal benutze ich etwas Gesichtscreme, damit meine Haut weich bleibt. Danach gehe ich zurück in mein Zimmer
und ziehe meinen Schlafanzug an. Mein Schlafanzug ist weich und warm. Eine hellblaue Hose und ein gemütliches T-Shirt. Ich falte die Kleidung vom Tag und lege sie ordentlich weg. Ich mag es, mein Zimmer ordentlich zu halten, bevor ich schlafen gehe. Ein aufgeräumter Raum hilft mir, besser zu schlafen. Dann schalte ich das helle Licht aus und mache die kleine Lampe neben meinem Bett an. Ich ziehe die Vorhänge zu und öffne das Fenster ein Stück, wenn die Luft frisch ist. Mein Zimmer wird ganz still und friedlich. Ich liebe diese ruhige Zeit. Ich setze mich auf mein Bett und nehme ein Buch zur Hand. Ich lese gern ein paar Seiten, bevor ich einschlafe. Manchmal lese ich Geschichten, manchmal etwas, das mir neue Dinge beibringt. Lesen hilft mir, meinen Geist zu beruhigen und zur Ruhe zu kommen. Nachdem ich gelesen habe, lege ich das Buch zurück auf den Nachttisch. Dann sitze ich noch einen Moment da und denke über meinen Tag nach. Ich frage mich, was habe ich heute gut gemacht? Gab es etwas, das mich glücklich gemacht hat? Was kann ich morgen besser machen? Dieses stille Nachdenken lässt mich ruhig werden. Gegen 10:30 schalte ich die Lampe aus. Das Zimmer ist dunkel und friedlich. Ich lege mich ins Bett und ziehe die Decke über mich. Ich schließe die Augen und atme tief ein. Ich bin dankbar für den Tag. Auch wenn er anstrengend oder nicht perfekt war. Ich lächle ein wenig und sage zu mir selbst, Gute Nacht, Sarah, dann schlafe ich ein. Mein Name ist Roma und ich freue mich, euch meine tägliche Routine vorzustellen. Ich stehe normalerweise gegen 6 Uhr morgens auf. Das Erste, was ich tue, ist, meinen Wecker auszuschalten, und dann strecke ich mich noch ein paar Minuten im Bett. Danach stehe ich auf und gehe ins Badezimmer, um zu duschen. Nach dem Duschen trockne ich mich ab und ziehe mich an. Ich wähle meistens bequeme Kleidung für den Tag aus. Dann gehe ich in die Küche hinunter und mache mir Frühstück. Ich esse normalerweise eine Schüssel Haferflocken mit Obst und trinke dazu eine Tasse Tee. Während ich frühstücke, lese ich oft die Nachrichten auf meinem Handy. Nach dem Frühstück spüle ich das Geschirr und räume die Küche ein wenig auf. Dann putze ich mir die Zähne und schminke mich leicht. Gegen 7:30 verlasse ich das Haus, um zur Arbeit zu gehen. Ich nehme meistens den Bus. Die Fahrt dauert ungefähr 30 Minuten. Um 8 Uhr komme ich bei der Arbeit an und beginne sofort mit meinen Aufgaben. Ich arbeite in der Regel am Computer und nehme vormittags an verschiedenen Besprechungen teil. Gegen 12 Uhr esse ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kantine zu Mittag. Während der Mittagspause unterhalten wir uns meistens und entspannen ein wenig. Nach dem Mittagessen arbeite ich weiter und erledige meine Aufgaben bis etwa 17 Uhr. Wenn ich Feierabend habe, fahre ich mit dem Bus nach Hause. Manchmal, wenn das Wetter schön ist, gehe ich auch zu Fuß. Zu Hause bin ich meistens müde, also ruhe ich mich eine Weile auf dem Sofa aus. Manchmal kommt eine Freundin vorbei, und wir unterhalten uns oder schauen einen Film. An anderen Tagen koche ich mir selbst das Abendessen. Ich esse gern gegen 7:30 zu Abend. Nach dem Abendessen spüle ich wieder das Geschirr und lese anschließend ein Buch oder sehe ein bisschen fern. Bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir immer noch einmal die Zähne und mache mich bettfertig. Ich gehe normalerweise gegen 10 oder 10:30 ins Bett. Das ist so ziemlich meine tägliche Routine. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.